Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr hattet mich ja jetzt vermehrt nach einem Update gefragt, wie es hier insgesamt aussieht, was die nächsten Schritte sind, weil man bei den Videos einfach nicht folgen kann, was gerade wann wie wo passiert. Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal hier so ein One-Take-Video, natürlich mit ein paar Cuts, damit ich nicht so langsam spreche, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Aber sonst filme ich jetzt einfach einmal ab. Und zwar beginnen wir einfach direkt hier im Wintergarten. Hier hatte ich lange Zeit ein sehr, sehr großes Problem, was ich aber gar nicht adressiert habe im Video. Und zwar haben wir ja hier angefangen, die Fliesen zu legen bis nach hier vorne und haben dann festgestellt, dass die Fliese viel, viel höher rauskommt als die Schiene hier. Das ist natürlich zu einem Problem geworden, als ich die Tür aufgemacht habe und gemerkt habe, es sitzt auf. Hier sieht man noch so ein bisschen die Spuren. Aber dann habe ich mich dazu entschieden, einfach dieses Dreieck hier reinzuschneiden, habe das abgesenkt nach hier und das hier abgesenkt nach hier. Und diese ganze Reihe, die jetzt hier nach vorne liegt, die geht jetzt so ein bisschen nach vorne unten. Die Tür geht jetzt ganz normal wieder auf. Die muss halt nochmal eingestellt werden. Aber ihr könnt sehen, passt jetzt alles und auch ohne Probleme. Bei dem Garten bin ich nicht mehr weitergekommen, wegen Winter halt, so ist es halt. Aber bei dem Pool leider auch nicht so wirklich. Ich meine, ich habe ja hier mit Malte ziemlich lange schon da dran gearbeitet. Und Luke hat ja auch schon ohne Ende hier dran gearbeitet. Uns ist mehrfach hier diese Schiene gerissen. Die würde ich niemals mehr aus Plastik machen, immer aus Aluminium, also damit ihr das wisst. Der nächste Schritt hier wird sein, hinter der Folie ein Vakuum zu erzeugen, weil ihr seht, da ist noch nichts ausgeschnitten. Hier, der Skimmer ist noch nicht ausgeschnitten, die 4 Düsen da hinten und auch die beiden Lampen, die hier unten drin sind, die sind auch noch nicht ausgeschnitten. Also wir werden durch die Düsen hinter der Folie ein Vakuum erzeugen, hier drinnen aufheizen auf 20 Grad. Und dann auch noch das Ganze mit 20 Grad warmem Wasser befüllen. Weil wir kriegen nur hier diese ganzen Wellen hier raus, wenn wir wirklich mit Wärme arbeiten. Das funktioniert ansonsten nicht. Hier diese Dachkonstruktion, die hat sich jetzt sehr bewährt. Also wir hatten wirklich extrem krasse Stürme und sie hat wirklich gut durchgehalten. Das ist schon extrem gut. Hier ist eine sehr professionelle Tür. Dann geht es hier weiter. Hier habe ich ja mal die Betonplatten abholen lassen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt immer hier aktuell den Sand mit da reintrage. Ist ein bisschen nervig, aber gut, was soll's. Hier habe ich auch schon einen Ablauf bestellt. Der kommt hier in die Mitte und geht dann mit diesem Rohr hier raus. Dann spachtel ich aus Beton solche Schrägen hin. Das ist aber auch, sobald das Wetter mal ein bisschen besser wird, wieder. Hier drinnen liegt dann noch einiges an Poolzubehör, zum Beispiel diese Poolplane, die dann zum Abdecken drauf ist. Diese Abdichtung, die ich gekauft hatte für 1000 Euro, die ist jetzt natürlich zu viel. Da habe ich jetzt Geld in den Müll geworfen. Falls ihr also eine Poolabdichtung braucht, meldet euch gerne bei mir. Ich gebe die günstig ab. Dann kommen wir hier zu der Pumpe. Die Pumpe ist natürlich auch mit dem Filter hier drin. Hier habe ich jetzt noch gar nicht weitergemacht. Da muss ich auch alles kappen, gucken, welches Rohr wohin führt. Und dann können wir hier auch weitermachen. Das heißt, das kommt hier hin, das hier fliegt raus. Der hier wird noch ersetzt durch den hier. Und ich wollte eigentlich hier auch noch Fliesen, aber jetzt haben wir festgestellt, dass wir gar nicht so viele Fliesen mehr übrig haben. Deswegen fällt das wohl ins Wasser. Hier liegen schon die Platten, die hier drumherum gelegt werden. Die sind so sandfarben. Ich muss sagen, das ist schon ganz schön hier, aber der Rasen, ich meine, wir haben da Tausende von Euro reingesteckt. Und er ist nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Was ziemlich traurig ist, aber der Typ, der das gemacht hat, war leider ein Idiot. Kann ich nicht anders sagen. Naja, weil ich auch hier von diesen Platten einen Restposten aufgekauft habe, reicht es nicht, um hier die ganze Fläche um den Pool drum zu machen. Da hinten das und hier vorne. Deswegen habe ich mich entschieden, dann hier vorne auch wieder hier diesen Weg aus diesem Split zu machen. Das funktioniert ja ziemlich gut, wie ihr da hinten halt gesehen habt. Ich weiß gerade nicht, welches Video das war, aber das macht echt Bock mit diesen Wabenplatten und ist relativ einfach zu verarbeiten. Und man hat am Ende echt ein schönes Ergebnis. So, kurz Füße sauber machen. Nochmal zurück zum Wintergarten hier. Hier habe ich nur bis hierhin gefliest, weil auch hier wieder der ganze Boden fällt extrem ab. Oh, habe ich jetzt gerade mal rausgerissen. Okay, hänge ich wieder rein gleich. Hier seht ihr, ist ein Zentimeter Fliesenkleber drunter. Und bevor ich das jetzt hier nach vorne mache, hier sieht man ja noch, dass es ziemlich vergammelt ist hier unten. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier zu einem irgendwas mit Holz, also Zimmermann oder Tischler oder so gehen und das besprechen, was ich halt mache, ob ich das hier unten rausschneiden kann oder wie man da am besten vorgeht, weil hier hinten ist halt auch ein krasses Loch, da kann ich meine ganzen Finger drin versenken. Das ist halt hauptsächlich passiert, weil der Pool direkt hier dran gebaut wurde, beziehungsweise der Pool wurde erst gebaut und dann wurde das hier zugemacht. Und dadurch ist da natürlich eine Stelle, wo unfassbar viel Feuchtigkeit sich sammelt. Das werde ich natürlich anders machen dann. Ich werde so ein Blechchen machen, dass das abgewiesen wird, das Wasser. Aber so war es halt bisher nicht. Die Fußbodenheizung funktioniert übrigens 1A. Ich habe hier 15 Grad eingestellt. 15 Grad haben wir.
Kommen wir hier rein zum Wohnzimmer. Da hatte ich ja hier diese Wände mit Rauputz gespachtelt, relativ, noch gar nicht so lange her, ne? Ich weiß nicht, 2, 3 Videos. Und jetzt habe ich heute angefangen, hier nochmal die Schnellputzprofile für die Ecken drauf zu machen, die eigentlich für Rigips sind. Aber ich finde, es sieht einfach immer viel schöner aus, wenn man hier eine scharfe Kante hat. Das heißt, hier kommt auch noch Feinputz drauf und hier kommt auch noch Feinputz drauf. Diese ganze Wand hier, die habe ich jetzt gerade vorhin mit Feinputz gespachtelt. Auch einfach, um die ganzen Unebenheiten auszugleichen. Hier draußen natürlich auch noch einiges an Arbeit, aber ja, geht noch. Die Fliesen hier, die sind ganz gut geworden. Da muss ich natürlich hier noch ziemlich Fugen kratzen. Das habe ich leider versäumt zu tun. Hier haben wir schon von Ikea den Unterschrank und das Waschbecken. Für hier habe ich vorgestern oder so die Decke gespachtelt und die Wände. Das werde ich, wenn es gut läuft, auch heute mal noch verspachteln. Alles andere verfugt ist schon, Silikon ist auch schon schön gemacht. Der Boden ist immerhin auch schon mal abgeklebt. Hier habe ich auch wieder gespachtelt. Hier wird auch noch mehr gespachtelt. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich so an allen Fronten gleichzeitig kämpfe. Deswegen dauert das halt so ein bisschen. Das Bad ist natürlich schon relativ weit. Da kommt auch noch mal ein Video, wie ich hier die ganzen Armaturen einbaue und die Toilette und auch dieses Waschbecken. Da hatte ich ein bisschen Probleme mit dem Siphon. Da musste ich jetzt so ein Flexi-Siphon nehmen. Aber ja, es wird und ich bin ziemlich happy auch, wie es wird. Also es läuft richtig gut. Und ich hatte bisher hier eigentlich keine Probleme. Hier oben hatte ich Acryl hingemacht und ihr seht, das reißt jetzt hier wieder so ein bisschen. Das Problem habe ich immer, aber das ist ja nicht das Acryl, was reißt, sondern die Farbe. Weil das Acryl bleibt ja beweglich, aber die Farbe nicht. Falls ihr da eine Idee habt, wie ich das nochmal verbessern kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr sagt wahrscheinlich jetzt einfach nochmal weißes Acryl oben drüber, oder? Damit das einfach weiterarbeiten kann. Das hat natürlich einen anderen Farbton als das Weiß von der Farbe. Deswegen schwierig. Ah ja, kommen wir zu dem Zimmer, was noch am wenigsten weit ist. Hier habe ich die Wand verputzt, auch wieder 1 cm dick. Und dann komme ich wieder und das ganze Ding hier lag hier unten auf dem Boden, ist einfach rausgefallen, es ist wieder zu dick, also habe ich es genommen, alles was übrig war und habe es hier hingeschmiert. Das heißt, auch hier wieder in mehreren Lagen arbeiten. Ich hasse es ja und Rauputz ist ja generell nicht mein Freund. Naja, auch mit diesen Schnellputzleisten hier, die habe ich jetzt zwar gesetzt, aber trotzdem habe ich kein schönes Ergebnis bisher. Also mit dem Rauputz, ich kann mich einfach nicht damit anfreunden. Genau, hier muss auch noch die Tapete von der Decke runter oder ich lasse sie sogar. Nee, die kommt auch runter. Dann muss hier oben auch nochmal gespachtelt werden. Dann kann hier die Wände, also auch hier wieder erst Rauputz zuspachteln oder Wedi-Platte, aber hier ist ja schon gespachtelt hier unten. Also mache ich hier auch Rauputz. Ihr könntet das alternativ auch mit einer Wedi-Platte machen. Ihr nennt die ja so schön Bauplatten, aber da ist es ja wie bei Tempo einfach. Das ist dann auch einfach nur der Markenname. Dann habe ich hier oben wieder schön Schimmel gefunden hinter der Tapete. Das ist natürlich, weil hier nie gelüftet wurde und weil von außen nichts isoliert ist. Die Isolierung, die werde ich nächstes Jahr oder so mal angehen, die gehört jetzt nicht hier zu dieser Videoreihe dazu. Das bleibt jetzt erstmal so wie es ist. Das bleibt ja alles so wie es ist. Dann habe ich ja jetzt hier immer noch diesen riesigen Stromkasten liegen. Dieser Stromkasten, der muss ja, wie gesagt, hier rein, aber er ist zu breit, um hier reinzupassen. Also entweder werde ich hier jetzt noch was ausklinken irgendwie, dass ich diesen Zentimeter gewinne, aber das ist natürlich wahnsinnig hässlich. Oder er kommt halt da hinten hin, aber dann muss man die ganzen Kabel, die hier sind, irgendwie darüber ziehen. Und der Elektriker, den ich da angerufen habe, der meldet sich nicht, da muss ich mich nochmal um jemand anderen kümmern. So, das gleiche haben wir hier auch nochmal. Das hier habe ich jetzt eben gerade gespachtelt. Der Hund guckt natürlich erfreut zu, richtig? Naja, das hier werde ich jetzt gleich noch weiter spachteln. Dann muss ich da oben noch diese luftdichte Folie hinkleben, dieses Fensterabdichtband. Und dann kann ich hier, ist ja noch diese Isolierung drauf, die lasse ich auch und klebe dann einfach hier auch nochmal ein Stück Isolierung rein und dann ist das auch fertig und ich muss mich da oben um nichts mehr kümmern. Dann kommt da oben vielleicht noch so ein Abschlussprofil hin und dann ist das auch fertig. Hier ist auch fertig verfliest, fertig verfugt. Das Video ist ja schon online. Das hat auch eigentlich gut funktioniert. Ich muss sagen, inzwischen bin ich in den Fliesenlegen echt gut geworden. Am Anfang war es wirklich ein Kampf und es ist ja wirklich überall Fliesenkleber rausgequollen. Die Fliesen sahen danach aus wie sonst was, selbst nach dem Putzen. Aber jetzt inzwischen ist wirklich 1A, die Fliesen sind sauber und es quillt auch nichts mehr raus. Ja, außerdem hatte ich einen Bagger da. Den hatte ich mir geliehen für einen Tag und habe dann einfach mal hier diese ganze Grasnarbe runtergezogen, weil es ja unendlich schrecklich aussah. Außerdem habe ich hier diese Thuja, die hier stand, mit dem Bagger rausgerissen. Habe die bei Kleinanzeigen reingestellt und dann hat mir irgendwie 2 Tage später jemand geschrieben, dass sie gerne mit einem Fiat 500 abholen wollte. Dann habe ich geschrieben, nee, das wird nichts, das ist ein bisschen groß. Und dann habe ich einfach gesagt, hier, ich pack's den Anhänger, ich bring's dir. Und dann habe ich es dieser Frau gebracht und die hat sich unendlich gefreut, dass sie jetzt diesen Thuja-Baum hat. Schön ist er nicht, aber sie hat jetzt einen Thuja-Baum.
Naja, genau, also hier wird dann noch Rasen gesät, also noch ein bisschen gehakt, da muss ich nochmal auffüllen mit Erde. Gehakt, Rasen gesät und dann kommt hier auch, so wie wir hinten gemacht haben, dieser Staketenzaun hin. Hier war vorher der Zaun ja bis zu dem anderen Zaun da von der Nachbarin, aber das lasse ich jetzt offen, mache da diesen Schweller da weg, weil wenn hier jemand einzieht, der ein niedriges Auto hat, wird er immer dort aufsetzen. Macht also keinen Sinn. Hier werde ich dann noch so Betonplatten verlegen und den restlichen Weg, also hier vielleicht auch nochmal Betonplatten und den restlichen Weg dann auch mit diesem Schotter wieder, weil es einfach das simpelste und einfachste ist. Außerdem habe ich eventuell noch ins Auge gefasst, eine Wärmepumpe zu installieren. Ach, ich glaube, wir waren noch nicht in der Küche, ne? Ich habe ins Auge gefasst, eine Wärmepumpe zu installieren. Die gibt es im Moment relativ günstig und mit viel Förderung. Deswegen habe ich überlegt, das auch noch zu machen. Das Öl, was da drin ist, naja, es sind noch 7000 Liter. Mal gucken, was man damit machen kann. Vielleicht kann man das woanders hinpumpen oder so. Aber es wäre natürlich cool, weil man sich dann um nichts mehr kümmern muss. Und auch der Mieter muss sich um nichts mehr kümmern. Deswegen ist das schon noch eine Idee. Ob wir es umsetzen und wie, steht noch in den Sternen. Was ich mit diesen Wänden hier mache in der Küche, wir wollen hier keine Küche einbauen, deswegen weiß ich wirklich nicht so genau, was ich mit diesen Wänden machen soll. Die sind wirklich erstaunlich gerade geworden, da habe ich mir auch unendlich viel Mühe gegeben. Also ich gebe mir immer unendlich viel Mühe, aber hier war es wirklich extrem gut und ist auch wirklich gut geworden, das Ergebnis. Die sind alle richtig schön gerade, dass wenn man hier eine Küche reinmachen möchte, hier auch einen schönen Fliesenspiegel reinmachen kann. Deswegen war es halt wichtig, dass es gerade ist. Jetzt ist aber die Frage, was mache ich mit diesen Wänden? Weil bei der Besichtigung sind diese Wände natürlich unfassbar hässlich. Also was würdet ihr machen? Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, dass ich da einen Anhaltspunkt habe. Mit der Durchreiche bin ich immer noch nicht weitergekommen. Da steht nach wie vor meine Anlage, mit der ich Musik höre. Ich denke, ich lasse die einfach und streiche die weiß. Weil da was Neues zu bauen macht keinen Sinn. Deswegen bleibt die wohl. Und dann haben wir tatsächlich schon alles Relevante hier einmal abgedeckt. Und ich kann weiterarbeiten und ich habe ein Video für euch gefilmt. Schon wieder ganz schön viel geredet. Viertelstunde. Ist natürlich einiges. Es ist aber auch wirklich viel passiert hier und es ist auch noch viel zu tun. Also hier die Wand übrigens hinter mir, die muss ich auch noch einmal spachteln und einmal abschleifen. Oder einmal anschleifen und dann noch mal einmal abspachteln. Und dann kommt da Tapete drauf. Ich wurde jetzt mehrfach gefragt, warum ich überhaupt Tapete mache und nicht einfach spachtle. Und ich habe für mich so gedacht, dass Tapete einfacher zu handhaben ist. Wenn man eine raue Tapete hat und ein Mieter macht einen Nagel in die Wand oder ein Loch oder so, dann kann man das nochmal zuspachteln und es fällt nicht unbedingt auf, weil es halt keine glatte Fläche ist. Deswegen ist das so meine Idee dahinter. Aber jetzt nochmal alles dann ordentlich abzuspachteln und zu schleifen, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Deswegen werde ich es einfach so machen. Ja, aber wenn ihr noch Ideen habt, dann gerne her damit. Ich bin für alle Ideen offen, für Verbesserungsvorschläge, Vorschläge, die nicht zu viel Arbeit machen. Aber ihr könnt mir gerne eure Ideen mitteilen, auch bezüglich Pool. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Videos nach wie vor jeden Samstag. Und wir haben ja wirklich noch ein paar vor uns. Also ihr seht, hier ist noch viel Arbeit, aber wir sind tatsächlich jetzt schon in den letzten Zügen. Ich meine, wir haben jetzt schon 35 Videos online. Aber es ist halt nie ein Ende in Sicht. Doch, jetzt ist schon ein Ende in Sicht. Apropos Ende, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier einen schönen Einblick in das geben, was ich hier aktuell so mache und wo ich hier gerade bin. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen und auch über ein Abo. Ihr könnt ja auch gerne mal in meine Australien-Videos reinschauen, wenn ihr mehr Videos von mir schauen wollt. Da sind auch viele coole Sachen dabei. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao.